Jetzt lernen Sie bei uns einen außergewöhnlichen Menschen aus Koblenz kennen. Christian Bayerlein ist 35 Jahre alt, arbeitet als Softwareentwickler. Außerdem ist er bei den Grünen aktiv, er reist gern und belegt auch einen fortgeschrittenen Kurs in Sachen Schwedisch. Klingt ja eigentlich alles ziemlich normal. Und dennoch können sich viele von uns von seiner Power eine Scheibe abschneiden. Auch seine Freunde schätzen seine Durchsetzungskraft. Wenn er was will, hat er einen unheimlichen Dickkopf und meistens kriegt er das auch durch. Und wenn er es nicht mit Dickkopf macht, dann macht er es mit Charme. Dann guckt er die Leute mit seinen großen blauen Augen an und wickelt sie um den Finger. Das Besondere an Christian ist, finde ich, dass er immer so gute Laune hat. Er ist halt immer unterwegs und das finde ich so toll an ihm. Christian Bayerlein aus Koblenz, schwerst körperbehindert. Arme und Beine sind unbeweglich. Seinen Rollstuhl steuert er per Joystick mit der Unterlippe. Stets an seiner Seite eine persönliche Assistentin. Für mich ist meine Behinderung eigentlich kein Thema. Natürlich habe ich Einschränkungen, weil es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht machen kann. Aber letztendlich bin ich ja nicht anders gewöhnt. Also ich kenne es nicht anders. Ich bin von Geburt an behindert und ich habe gelernt, damit umzugehen. Bei der Stadt Koblenz ist Christian seit kurzem Behindertenbeauftragter. Er ist auf dem Weg zu einer Sitzung im Sozialamt. Barrierefreie Gebäude und Gleichberechtigung Behinderter sind Ziele, für die er sich einsetzt. Mir ist wichtig, dass behinderte Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung auftauchen. Dass es normal wird, dass ich im Stadtbild erscheine, dass die Leute mich wahrnehmen als Person und dass es nicht nur mir so geht, sondern alle behinderten Menschen dieses Recht haben, ganz normal zu leben, wie jeder andere auch. Christian ist viel unterwegs, in und außerhalb von Koblenz. Obwohl der schwere und sperrige Elektrorollstuhl immer wieder Probleme macht. Hier kann er nicht mehr einsteigen. Der Bus ist voll. Und es gibt noch mehr Ärgernisse. Wenn er eine Frage stellt und die Leute gucken mich dann an und geben mir die Antwort. Also das finde ich unmöglich. So geht man nicht mit Menschen um. Zu Hause in Christians Wohnung in der Koblenzer Innenstadt macht Assistentin Gudrun den Haushalt. Sie ist eine von 10 Assistenten, die Christian beschäftigt, rund um die Uhr. Sie ersetzen ihm Hände und Füße. Vieles macht Christian aber auch ohne Assistenz, mit Hilfe der Technik. Sein Computer hat ein Spracherkennungsprogramm, mit dem er Befehle und Texte eingibt. Seit November 2009 bin ich Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz. Christian hat Informatik studiert, arbeitet freiberuflich als Softwareentwickler. Auf seiner Homepage kann man nachlesen, dass er kurz nach seiner Geburt an spinaler Muskelatrophie, an Muskelschwund erkrankt ist. Natürlich gibt es Momente, an denen ich wünsche, keine Ahnung, mich am Kopf kratzen zu können oder Freunde umarmen zu können, sowas. Aber das ist jetzt nichts, was mich depressiv macht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Christian ist sehr engagiert und schon beim nächsten Termin. Schwedisch für Fortgeschrittene an der Volkshochschule. Christian liebt Schweden, ist schon öfter dorthin gereist. Ich bin sehr neugierig. Ich erlebe gerne die Welt und ich habe gerne neue Eindrücke. Kontakt zu anderen und sich nicht verstecken, das ist Christian wichtig. Ja. Hallo Christian, hallo mein Schatz. Ein gutes Stück Vertrauen in sich und die Welt mag Christian von seiner Mutter mitbekommen haben. Sie besucht ihn regelmäßig. Die Haare sind schon ein bisschen angegriffen. Ich bin total stolz, weil der Christian wirklich so viel macht und so viel verreist und so viel in seinem Leben gemacht hat. Also ich bin wirklich total stolz. Christian, woher nimmst du eigentlich die Kraft für deine ganzen Aktivitäten? Was glaubst du? Zum einen bin ich hemmungsloser Optimist. Also ich sehe relativ viel positiv und die Sachen, die ich mache, machen mir Spaß. Dieser Spaß allein gibt ja Kraft. Und zum anderen sehe ich auch, dass ich dadurch eine gewisse Anerkennung bekomme. Also das ist auch so ein Feedback, der halt sehr viel Mut macht und ich merke auch, ich kann was verändern. Ein aktives, selbstbestimmtes Leben. Studium, Beruf, eigene Wohnung und abends kommen Freunde zu Besuch. All das hat Christian für sich durchgesetzt.
und sich vorgenommen, einfach Spaß am Leben zu haben. Ich will also auf jeden Fall gleich. Ja, und eine Bitte hat uns Christian Bayerlein auch noch mit auf den Weg gegeben. Wenn Sie einen Menschen mit körperlicher Behinderung sehen und nicht ganz sicher sind, ob er vielleicht Hilfe brauchen könnte oder nicht, dann fragen Sie.